Ich darf euch herzlich begrüßen hier auf meinem Kanal Erikas Selbstgemacht. Heute zeige ich euch ein Sandwich-Toastbrot mit Vollkornmehlanteil, das ihr so im Laden nicht kaufen könnt, da es viel besser schmeckt. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. Den Vollkorn-Sandwich-Toast, den man im Laden kaufen kann, wollte ich so nahe wie möglich kommen. Von seiner Farbe und auch von seinem Geschmack. Deshalb habe ich Dinkel-Vollkornmehl verwendet und einen Teil Weizenmehl. Ich habe hier 50 Milliliter lauwarmes Wasser. Da gebe ich jetzt einmal 20 Gramm frische Hefe hinein und einen Esslöffel Zucker. Die Hefe löse ich jetzt da auf mit dem Zucker. Das Toastbrot mache ich aus zwei verschiedenen Mehlsorten. Ich habe hier ein Dinkel-Vollkornmehl, 200 Gramm, und ein Weizenmehl Typ 550. Beide Mehlsorten gebe ich jetzt in eine große Schüssel. Die verrühre ich einmal miteinander. Und da gebe ich jetzt die aufgelöste Hefe hinein. Und hier habe ich noch eine lauwarme Milch. Das sind 280 Milliliter. Die gebe ich jetzt auch noch hinein. Und hier habe ich noch 80 Milliliter Rapsöl. Das geben wir auch noch dazu. So, das Ganze wird jetzt verknetet. Ihr könnt es jetzt mit einem Handrührgerät machen. Ich mache es hier mit meiner Küchenmaschine. So. Dann lassen wir den Teig etwas ankneten und dann gebe ich noch 1,5 Teelöffel Salz dazu. Das Ganze dürfte jetzt für 8 Minuten kneten. Und jetzt lösen wir das hier von dem Knethaken. Ich nehme jetzt nochmal eine Schüssel. Da gebe ich etwas Rapsöl hinein. Und dann nehme ich meine Hand und verstreiche das. Den Teig, gebe den auch hier hinein und jetzt knete ich den einmal hier mit dem Öl nochmal durch. Ziehen die Enden immer nach unten, formen hier einen Ball und dann geht man das zurück in die Schüssel. Das Ganze decke ich jetzt ab und dann darf das erstmal für 2 Stunden an einen warmen Platz ruhen. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Ich habe jetzt hier eine größere Kastenform. Die misse ich jetzt mal aus. Die ist 30 lang, 15 breit und tief 10. Und die fetten wir einmal aus. Ihr könnt es jetzt mit Öl machen oder mit Butter. Ich nehme jetzt einfach hier so ein Backtrend-Spray. So. Also der ist wunderschön aufgegangen. Den hole ich jetzt mal hier raus. Und dann
drücken wir uns den ein bisschen platt. Und jetzt falten wir den erstmal. Dazu nehme ich immer die äußeren Enden und ziehe die in die Mitte. Und so lang wiederhole ich das, bis das eigentlich nicht mehr geht. Dann drehen wir es um. Ich habe jetzt hier gar kein Mehl, weil auf dem Teig ist ja noch das Öl von vorhin. Und dann nehme ich die Hand und drehe das hier so und schleife quasi den Teig auf dieser Silikonwatte. Und dann forme ich eine Rolle. Den Teig setze ich jetzt hier hinein und drücke den einfach in der Form in die Ecken hinein. Sodass wir später eine viereckige Form haben vom Toastbrot. So, und dann schauen wir, dass das hier gleichmäßig drin ist. Gut. Und dann decken wir den Teig ab und lassen den nochmal für mindestens 20 Minuten ruhen. Wir heizen jetzt schon mal den Backofen vor und dann habe ich hier eine feuerfeste Form und da gebe ich jetzt einen halben Liter Wasser hinein. Die feuerfeste Form stelle ich auf den Boden des Backofens. Unser Toastbrot ist jetzt noch mal etwas aufgegangen und das bestreiche ich jetzt. Das Toastbrot bestreiche ich jetzt mit etwas Milch. So. Wir geben jetzt die Kastenform in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten. Das Sandwich-Toastbrot mit Vollkornmehl ist jetzt fertig und ich stürze es auf ein Abkühlgitter. Was? Das Sandwich-Toast dann einmal komplett auskühlen lassen. Es ist richtig schön fluffig und saftig und schmeckt viel besser wie das Original im Geschäft. Man kann es auch super einfrieren. Dazu schneide ich es gleich in Scheiben und friere es portionsweise ein. Ich finde, ich bin dem Original Sandwich-Toastbrot mit Vollkornanteil ziemlich nah gekommen. Aber meins ist handgemacht und schmeckt natürlich viel besser. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Ich bedanke mich für eure Zeit und alles Gute. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Bleibt's gesund, macht's es gut. Servus.